I'm excited because I found a selfie stick in my daughter's bedroom. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich im Zimmer meiner Tochter einen Selfie-Stick gefunden And habe. I'm afraid it might be like creating a monster here. Und ich habe ein bisschen Angst, hier etwas... But let me look how good you look here. Wow, look at this crowd. Oh, wunderbar. All right, everybody say cheese. All right, now we're going to try this side. Everybody on this side, say cheese. Oh, a bunch of white walls. Okay. Oh, that's so much fun. I always wanted to do Macht das that. nicht Spaß? Ich wollte das schon immer mal tun. I'll give it up. Sorry. All right. Hey, excited to carry on with this new preaching series that we started last Sunday. Ich freue mich, dass wir heute die Predigtreihe von letztem Sonntag weiterführen können. And Frederica did a great job starting us off talking about turning points. Und Frederike hat schon ganz toll angefangen und über Wendepunkte geredet. And if you've ever used your phone or a GPS or a navigation system to get from point A to point B. Und wenn ihr jemals schon mal ein Navigationsgerät oder euer Handy benutzt habt, um von A nach B zu kommen, you are probably familiar with that phrase, please make a U-turn. dann kennt ihr vielleicht diesen Satz, bitte wenden. And you also know that you give the location of where you're at and the destination of where you're going. Und ihr wisst auch, dass ihr eingebt, wo ihr startet und dann, wo ihr hin wollt. And then you get a big picture and you see the whole map, how far you have to go. Und ihr bekommt so ein großes Bild, wo so der Überblick ist, wie weit ihr gehen müsst. You know, maybe you want to go to the Thermabad here in Bergheim after the service. Vielleicht wollt ihr in Bergheim ins Thermalbad nach dem Gottesdienst gehen. And you can see how it would take you over there. Und dann seht ihr so den ganzen Weg vor euch. And only then you afterwards, when you start to go on the journey, you get the individual instructions like turn right, turn left. Und nur dann seht ihr dann am Ende diese einzelnen Anleitungen, jetzt links, jetzt rechts. And so this morning what we're going to do is we're going to look at the big picture of the book of Judges. Und heute möchten wir so diesen großen Überblick über das Buch Richter bekommen. We're not just going to focus on one story, but we're going to look at the whole book. Und es wird nicht nur um eine Geschichte gehen, sondern wir wollen uns das ganze Buch anschauen. Because for the next 3 or 4 weeks we will also be studying the book of Judges. Denn für die nächsten 3 bis 4 Wochen wollen wir uns auch das ganze Buch Richter genauer anschauen. But if you punch in your location, where do we start? Aber wenn ihr so eingebt, wo es losgeht, You'll find something in Judges chapter 3. dann findet ihr etwas in Kapitel 3. I'm going to read it in English and it'll be in German on the screen. Ich werde es in Englisch vorlesen. Hier auf dem Bildschirm könnt ihr es auf Deutsch sehen. In Judges 3 verse 1 it says this: These are the nations that God left there, using them to test the Israelites. He left the 5 Philistine tyrants, all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites living on Mount Lebanon, from Mount Baal Hermon to Hamas Pass. They were there to test Israel and see whether they would obey God's commands that were given to their parents through Moses. But the people of Israel made themselves at home among the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And they married their daughters and gave their own daughters to their sons in marriage. And they worshipped their gods. We find here at the very beginning of the book of Judges something very interesting. Hier am Beginn des Buch Richters finden wir was ganz Interessantes. God expected that his people would obey his commands. Gott erwartete, dass sein Volk seine Gebote halten würde. But we find this very sobering phrase right here at the end. Aber dann finden wir diesen Satz am Ende, der ziemlich ernüchternd ist. It says, but Israel served the other gods. Dort heißt es, Israel aber diente den anderen Göttern. You know, God has just the generation before set this people free. Und nur eine Generation zuvor hatte Gott sein Volk befreit. He brought them out of Egypt, out of slavery, out of bondage. Und hat sie aus Ägypten rausgeführt, aus Sklaverei heraus. And it only took just a few years for them to then chase after other gods and forget their God. Und es brauchte nur ein paar Jahre, dass sie wieder anderen Göttern folgen würden und ihren eigenen Gott vergaßen. And what's interesting is when we look at this book, again at the very beginning, it starts with a very simple fact.
Und wenn wir uns den Anfang dieses Buches anschauen, dann fängt es an mit so einem ganz einfachen Fakt. If you look at chapter 1, it makes an interesting statement. In Kapitel 1 finden wir was ganz Interessantes. It says Joshua died. Dort heißt es, Josua starb. And then it goes on to tell us the story of Israel's total failure. Und dann geht es weiter mit dem kompletten Versagen Israels. Now the book takes its name from the judges or the rulers that God raised up. Der Name des Buches kommt von den Richtern, den Herrschern sozusagen, die Gott bestimmt hatte. You know, Frederica asked us last week how many of you were familiar with going before the judge. Friederike hat uns letzte Woche gefragt, hey, wer von euch war schon mal beim Gericht? And this book, the name can be a little misleading. Und der Name kann vielleicht ein bisschen falsch klingen. Because it's not about a judge who's sitting in a court of law. Das geht nicht um einen Richter, der in einem Gerichtssaal sitzt. It has more to do with like tribal chieftains or hero warriors that God raises up. Sondern es geht eher sowas wie um Stammeshäuptlinge oder so Sieger in Kämpfen, die Gott hervorgebracht hatte. Now I want you to look at your neighbor for a second. Schaut mal euren Nachbarn an Say, watch out. und sagt, hey, pass Be auf. careful. Pass auf. I say that because I want to give you a warning right here at the beginning. Und ich sage das, weil ich euch jetzt am Anfang schon warnen möchte. If you read this whole book all the way through, Wenn ihr euch das komplette Buch anschaut, that's not the book. If you, Andy, can you help us out? Well, yeah, there's good. When you look at the whole book, wenn ihr euch das komplette Buch anschaut, this book is very violent. dann seht ihr, dass es ziemlich gewalttätig ist. The book is very bloody. Und es ist sehr blutig. It's a very, very terrible and tragic story. Und es ist eine schreckliche, tragische Geschichte. And you could almost start to think that there are two gods. Und man könnte fast denken, dass es zwei Götter gibt. There's this God of the Old Testament that has books like Judges, Es gibt den Gott des Alten Testaments, der Bücher wie Richter hat. where there's lots of violence Und es gibt ganz viel Gewalt and judgment. und Gericht. And then there's this nice God of the New Testament. Und dann gibt es diesen lieben Gott des Neuen Testaments. But I want to give you this warning because God is not schizophrenic. Aber ich möchte euch warnen, weil Gott nicht schizophren ist. And we're going to talk about why I say that in just a second. Und ich werde euch erklären, warum ich das sage. But the tragedy of this book tells us about Israel's moral corruption. Aber diese Tragödie in diesem Buch erzählt uns eigentlich von dem moralischen Verderben von Israel And that they wind up in false worship. und dass sie in falschen Lobpreis abgedriftet sind. And that they do exactly the opposite of what God wanted them to do. Und sie tun genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich wollte, dass sie tun. And in the end, the people of God look no different than the other people around them. Und ganz am Ende vom Buch sehen wir, dass sie überhaupt nicht anders aussehen wie die ganzen Völker um sie herum. You know, and as we talked about last week, after Joshua dies, we find the 12 tribes in Israel. Und wir sehen, nachdem Josua stirbt, da finden wir die 12 Stämme, die verteilt sind. And they're all in their different areas, and there were different people groups that were left around them. Die sind alles so in ihren eigenen Bereichen und um sie herum sind wieder andere Völker, die eben sie umgeben. And God wanted them to drive out these other people groups Und Gott wollte eigentlich, dass sie diese anderen Völker austreiben aus dem Land, so that they would not become like them, damit sie nicht so werden würden wie sie, morally corrupt, moralisch verdorben and ending up in false worship, und dass sie nicht in falschen Lobpreis enden würden, especially child sacrifice. ganz besonders die Kindesopferung. And what we looked at, what Frederica talked to us about last week in chapter 2, Und letzte Woche hat Friederike uns aus Kapitel 2 erzählt. we see that Israel was really quick to disobey God, Und wir sehen, dass Israel ganz schnell ungehorsam and wurde. that led to disaster. Und das führte dann zum Desaster. And they were given over to their enemies, Und Gott übergab sie ihren Feinden. and they were oppressed, and they were in bondage again. Und sie waren wieder unterdrückt und wieder in Gefangenschaft. And eventually they would wake up, Und letztendlich würden sie dann aufwachen and they would repent and ask God to forgive them. und sie würden umkehren und dann Gott wieder fragen um Vergebung. And then God would raise up a warrior who would set them free, or a judge who would redeem them or deliver them. Und dann würde Gott einen Richter bestimmen oder einen Krieger, der sie dann wieder befreien würde. But what we see is that in chapter 2, the author says this happened over and over and over again. Und
Und in Kapitel 2 sehen wir, dass der Autor uns erzählt, dass es immer und immer wieder passiert ist. And as we read through this book, you see how it keeps repeating itself, this cycle. Und wenn wir das Buch weiterlesen, dann merken wir, dass sich das immer und immer wieder wiederholt. Now take your hand and go like this. Nimm eure Hand und macht so. My son told me that because there was no youth today, I needed to do stuff for youth. Und mein Sohn hat mir gesagt, weil es heute keine Jugend gibt, muss ich noch ein bisschen was für All die right? machen. It's an interactive sermon. Also Okay. sehr interaktiv. But you know what? This cycle that happens here didn't just go in a circle like this, Und dieser Kreislauf, den ihr seht, ist nicht nur in so einen Kreis gegangen, but it's a downward spiral. You got to bend a little bit. Come on, aber walk, es come on, war so walk eine mit, walk mit. absteigende Yeah, it was a Spirale. downward spiral. It just kept getting it went from bad to worse. Es ging sozusagen von schlecht zu schlechter. And when we look at chapters 3 to 5, we find three main judges introduced at the very beginning. Und wenn wir uns Kapitel 5 anschauen, dann sehen wir, dass 3 Hauptrichter zu sehen sind. And we find their names. There's Othniel, Ehud, and Deborah. Und wir finden Othniel, Ehud und Deborah. And these three judges are kind of the big names at the beginning. Und die 3 sind so die großen Namen, die am Anfang vorgestellt And werden. they have these epic tales and great victories. Und die haben diese unglaublichen Geschichten von großen Siegen. And they're pretty bloody. Und die sind auch ziemlich blutig. And but we see God's victory, and we see His people being set free. Und wir sehen aber, wie Gott siegreich ist und wie sein Volk befreit wird. But every time a judge dies, that pattern happens again. Aber jedes Mal, wenn einer von den Richtern sterben würde, würde sich dieser Kreislauf wiederholen. All right, ladies, look at another lady real quick. Frauen, schaut doch mal noch eine andere Frau an. And there's a girl there, Wir Deborah. finden auch eine Frau hier Yeah. in der Reihe. And I think that's cool. Und das ist ziemlich cool. Did you notice that we had a lady preach here 3 weeks in a row? Und falls euch aufgefallen ist, wir hatten jetzt schon seit 3 Wochen eine Frau, die gepredigt hat. And I think it's really cool to see too that God raised up a woman amongst these judges and these leaders. Und es ist auch total cool zu sehen, dass Gott eine Frau gesendet hat, die hier Richterin war. But what happens is each generation fails to pass on to the next generation this warning or this reminder about who God is and what He has done for them. Aber was wir hier sehen, ist, dass jede Generation es versäumt hatte, der nächsten Generation weiterzugeben, wer Gott war und was er getan hatte. Now, as you continue on the journey, as we get into chapters 6 through 9, we find 3 more important figures. Und wenn wir uns Kapitel 6 bis 9 anschauen, dann finden wir noch 3 weitere besondere Figuren. Some are more famous than others. Manche sind etwas bekannter als andere. Many of us have probably heard of Gideon. Viele von uns haben wahrscheinlich schon mal von Gideon When we gehört. meet this guy at the very beginning of his story, Ganz am Anfang, als die Geschichte von ihm beginnt, he's a coward ist er ein Feigling and he's afraid. und er hat Angst, But he finds courage and he finds faith in God. aber er findet neuen Mut und er findet Glauben in Gott. And he has an incredible victory over his enemies with only 300 men. Und er hat einen unglaublichen Sieg über seine Feinde mit nur 300 Männern. And they all just have torches and clay pots. Und das Einzige, was sie hatten, waren Fackeln und Tontöpfe. And they win this incredible victory. Und sie haben diesen unglaublichen Sieg erlangt. But the problem is with Gideon is he had a really bad temper. Aber das Problem mit Gideon war, dass er ein ziemlich schlechtes Gemüt hatte. And he ends up killing the other Israelites who didn't help him in the battle. Und letztendlich tötet er die anderen Israeliten, die ihm nicht im Kampf geholfen hatten. And he took all the gold and the jewels that he got from his victories. Und er nimmt das ganze Gold und den Schmuck, den er von seinen Siegen bekommen hatte. And he made a statue out of it, kind of like a trophy. Und er macht dann eine Statue daraus, so wie eine Trophäe. And when he died, the people worshipped that statue as an idol. Und als er dann starb, haben die Leute angefangen, diese Statue als Götzen anzubeten. And they wind up in bondage again. And then comes along Jephthah or Jephthah. Und dann sind sie wieder in Gefangenschaft und dann kommt der nächste Jephthah. Jephthah is kind of like a mafia thug that lived up in the hills. Und er ist sowas wie so ein Mafia-Gangster, der so in den Bergen wohnt. But the people come and they say, we need a hero, we need a warrior. Aber die Menschen kommen zu ihm und sie sagen, hey, wir brauchen einen Held, wir brauchen einen Kriegsführer. And he comes and he delivers Israel. Und er kommt und er befreit wieder Israel. But the problem with Jephthah is he doesn't even know who this God is that he just fought for.
Aber das Problem mit Jephtha ist, dass er eigentlich gar nicht wusste, wie dieser Gott war, für den er gerade gekämpft hatte. Because at the end, he offers his own daughter as a sacrifice to Yahweh. Ganz am Ende opfert er seine eigene Tochter als Opfer. And this guy didn't even know what kind of worship Yahweh expected. Aber er wusste gar nicht, was für ein Lobpreis Jahwe überhaupt wollte. And then we get to the last guy in this section, Samson. Und der letzte in dieser Runde war Simson. And he's more like a playboy. Und er war eher so ein Playboy. He's very promiscuous, Und er war sehr wahllos and he was very violent, und sehr gewalttätig and he was very arrogant, und sehr arrogant. and ends up in just a massive destruction of people at the end of his story. Und ganz am Ende sehen wir dann, wie so eine riesige Zerstörung passiert. But there's something there's a common thread that runs through all of these stories that's important for us to understand. Aber es gibt so einen gemeinsamen Faden, der durch die ganzen Geschichten läuft, die wir verstehen müssen. Each one of these people was just a human, Jeder dieser Menschen war eben nur ein Mensch. and they had their shortcomings, they had their character flaws. Und sie hatten so ihre Fehler und ihre Schwächen. But we see that the Spirit of God came upon each and every one of them and used them to accomplish great things for God and His people. Aber wir sehen, wie sie alle von Gottes Geist erfüllt waren und was sie dann letztendlich ermöglicht hat, dann für Gott zu gewinnen und für Gott zu dienen. But we see in these stories that the character of the leaders just kind of go from okay to bad to worse. Aber wir sehen auch in den Charakteren, dass es so von oben nach unten ging. So, der erste war so okay, dann wurde es schlechter und ganz unten war es dann richtig schlecht. But what's important as you read Judges is to remember this. Aber wenn ihr Richter lest, dann müsst ihr euch unbedingt daran erinnern, God is committed first and foremost to His people. Gott hat sich erstmal, er wollte eben für sein Volk da sein. And He wants to save His people and raise up a people for Himself. Und er wollte sein Volk retten und ein Volk auferstehen lassen, das für ihn da war. But all He had to work with were these corrupt leaders. Aber alles, was er da hatte, um damit zu arbeiten, waren eben diese korrupten Leiter. And work with them He does. Aber er hat sie trotzdem benutzt. Because His plan was that Israel would be a holy people. Denn sein Plan war, dass Israel ein heiliges Volk sein sollte. And they should be a light to all nations. Und sie sollten ein Licht für alle anderen Völker sein. So that when the other nations looked at Israel, they would see who God is and what He is like. Damit, wenn die anderen Völker Israel anschauen würden, sie ein Licht sehen würden und erkennen würden, wer Gott ist. Now this section of the book takes up the largest part, and we just see how God's that these leaders are some pretty bad guys. Und dieser Teil ist so der größte Teil von dem Buch und wir sehen, dass diese Leiter und diese Führer des Volkes ziemlich schlechte Menschen waren. And then we get to the last part of the book that focuses more on the people themselves than just on the leaders. Und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Buches, das sich nicht nur auf die Leiter und Führer konzentriert, sondern das Volk als Ganzes. And if you read chapter 17 to 21, you'll see that Israel pretty much hits rock bottom. Und wenn wir Kapitel 17 bis 21 anschauen, dann sehen wir, dass Israel so ganz unten angekommen ist. This chosen people of God descends into absolute corruption. Und dieses Volk, das Gott auserwählt hatte, sinkt so ab in totale Korruption False worship and sexual abuse, und falschen Lobpreis und sexuellen Missbrauch, mass murder, and finally even civil war. Massenmorde und letztendlich sogar einen Bürgerkrieg. You know, when Israel forgets its God, might makes right. Und wenn Israel seinen Gott vergisst, dann gewinnt einfach meistens der Stärkere. And this is a very bleak story, Und es ist eine ziemlich düstere Geschichte, but it serves as a warning to us. aber sie soll für uns eine Warnung sein. And I believe there's a lot that we can take out of this story. Und ich glaube, wir können viel für uns selber aus dieser Geschichte herausziehen. And we can learn what happens when someone else besides God sits on the throne of our hearts. Und wir lernen, was passiert, wenn jemand anderes als Gott auf dem Thron unseres Herzens steht.
You might ask yourself, what has this got to do with my everyday life? Ihr fragt euch vielleicht, hey, was hat es überhaupt zu tun mit meinem täglichen Leben? I'm not surrounded by Hittites and Perizzites and Amorites. Ich bin nicht umgeben von Hethitern und all den anderen Völkern. I live in Bergheim or Eppelheim. Ich lebe in Bergheim oder Eppelheim. My neighbor doesn't have a fertility god on their balcony. Und mein Nachbar hat auch keine Fruchtbarkeitsgöttin irgendwo auf dem Balkon stehen. And I'm pretty sure nobody's doing child Und sacrifice. ich bin ziemlich sicher, dass auch keiner seine Kinder opfert. But what is similar between the society that we find ourselves in today and the world that Israel was living in 3,500 years ago? Aber wo finden wir die Ähnlichkeiten zwischen unserem Leben und der Welt, wo die Israeliten vor ungefähr 3500 Jahren gelebt hatten? You know, there's 82 plus million people living in Germany today. Wir wissen, in Deutschland leben heute ungefähr 82 Millionen Menschen. And we do find ourselves in a different kind of society than Canaan of that time period. Und wir finden uns wieder in einer bisschen anderen Gesellschaft wie früher in Kanaan. You know, there's a church almost on every corner in Und this fast town. an jeder Ecke in dieser Stadt finden wir eine Kirche. Christian values are behind most of our laws and even the Grundgesetz, the basic law. Und die meisten unserer Gesetze basieren auch auf christlichen Werten. And yet we find ourselves in a society that is increasingly secular. Aber dennoch finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, die immer weltlicher wird. We find ourselves in a society that is in conflict with Christian worldview and Christian values. Und wir sehen, wie unsere Anschauungen, unsere christlichen Werte mit denen der Welt gegeneinander stoßen. And this is not something that just started in the last 5 years. Und es ist nichts, was erst in den letzten 5 Jahren begonnen hat. Almost everyone in this room that's, I should say half the people in this room were born into what you could describe as a post-Christian Europe. Und wir sehen, dass die meisten von uns oder vielleicht die Hälfte von denen, die hier im Raum sitzen, so in ein nachchristliches Europa geboren wurden. And so I want to talk a little bit about secularism. Und ich möchte ein bisschen über Säkularismus reden heute. And when I talk about secularism, I'm not talking first and foremost about a political movement or an agenda. Und wenn ich über Säkularismus rede, dann rede ich nicht zuallererst über so eine politische Botschaft. I'm not talking about a form of government like separation of church and state. Ich rede auch nicht von einer Regierung oder von einer Trennung von Kirche und Staat. But I'm talking about a worldview. Aber ich rede von einer Weltanschauung. I'm talking about an orientation of the heart. Und darüber, wie das Herz orientiert ist. Or a commitment of the heart. Oder wo sich das Herz dran bindet. And the worldview of secularism doesn't have God at the center or God sitting on the throne of your heart. Und diese Weltanschauung des Säkularismus hat nicht Gott auf dem Thron des Herzens, But rather self. aber es ist das Selbst. And when I'm talking about self, I'm not talking about selfishness. Und wenn ich über das Selbst rede, dann rede ich nicht über Selbstsüchtigkeit. I'm not talking about hyper-individualism. Und ich rede auch nicht über Individualismus. You can be a self-centered or you could be a selfish Christian. Du kannst ein selbstsüchtiger Christ sein. You could be a selfish Muslim. Du kannst ein selbstsüchtiger Muslim You sein. can be a selfish atheist. Und du kannst ein selbstsüchtiger Atheist sein. And that's not what I'm talking about. Und darum geht es nicht. You know, when I talk about being a secular people, I'm talking about where your way of seeing things centers around self. Wenn ich über diesen von Säkularismus geprägten Volk rede, dann rede ich davon, wie man sich selbst im Mittelpunkt hat. You know, and when I think about all the people, I just mentioned several different people groups: Muslim, Christian, atheist. Und wenn ich so an diese verschiedenen Völkergruppen denke, ich habe gerade schon mehrere erwähnt, Muslime, Christen, Everyone is made in God's image. jeder von ihnen ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Remember what we talked about 2 months ago? We said people are not our enemy. Und erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, die Menschen sind nicht unsere Feinde. You know, every person in this room, every person in this world is made in the image of God.
Jeder Mensch in diesem Raum und jeder Mensch auf der Welt ist in Gottes Ebenbild geschaffen. No matter what your religious or political views, Ganz egal, was deine religiösen oder politischen Ansichten sind. there is something of God in each and every one of us. Und in jedem von uns steckt etwas von Gott. God is generous. Und Gott ist großzügig. Take some money out of your pocket, give it to your neighbor. So, nehmt doch mal ein bisschen Geld aus eurer Tasche, gebt es euch zu eurem Nachbarn. God is generous. He makes us generous. Gott ist großzügig und er macht auch uns großzügig. I know some atheists who are more generous than many Christians I know. Und ich kenne ein paar Atheisten, die viel großzügiger sind als ein paar Christen, die ich kenne. That's not what I'm talking about when I'm talking about secularism. Und wenn ich über Säkularismus rede, dann ist es nicht das, wovon ich rede. But I'm talking about when the only way that you see the world and the way the world makes sense is that it has to center around myself. Aber ich rede davon, dass der einzige Weg, wie mein Leben Sinn macht und wie mein Weg Sinn macht, ist, wenn es alles sich nur um mich dreht. And that means that I am the ultimate authority. Und das heißt, dass ich selber die letzte Autorität bin. And my good or what's best for me is the ultimate goal. Und mein Bestes ist das letztendlich größte Ziel für mich. At one point, Amy and I were making a transition in our life, and in that conversation, we mentioned the fact that we felt God was calling us to make this move. Amy und ich waren mal in so einer Übergangsphase und wir hatten eine Unterhaltung und wir hatten erzählt, dass Gott wollte, dass wir diesen Umzug machen. And there came the response from another person that said, you shouldn't let anyone tell you what to do. Und dann antwortete uns diese Person, hey, du solltest doch keinem das Recht geben, dir zu sagen, was du tun sollst. Not even God. Nicht mal Gott. You need to decide where your life is going and what makes you happy. Und du musst entscheiden, wohin dein Leben geht und was dich glücklich macht. When we think about the Canaanite world of 3,500 years ago, Und wenn wir dran denken an die Welt der Kanaaniter vor ungefähr 3500 Jahren, I believe that there's a lot of similarities to today. dann glaube ich, dass es ganz schön viele Gemeinsamkeiten für uns heute gibt. There was an English missionary by the name of Leslie Newbegin who served and ministered in India for decades. Es gab einen englischen Missionar, sein Name war Leslie Newbegin und er hat für viele Jahrzehnte in Indien gearbeitet. And already in the 1970s, when he came back to England, he noticed something about the Europe that he returned to. Und als er dann in den 1970ern zurückkehrte, da fiel ihm etwas auf über dieses Europa, in das er jetzt zurückkam. He began to write about post-Christian Europe. Und er hat so angefangen, über das nachchristliche Europa zu schreiben. And he said in these end days, it's going to come down to three great religions that clamor for the hearts of people. Und er sagte dann, dass es letztendlich so 3 große Religionen geben würde, die um die Herzen dieser Menschen kämpfen würden. He said it's Christianity, Es ist Christentum, Islam, der Islam and secularism. und der Säkularismus. And he defines secularism as a religion because it's putting self at the center and not God. Und er definiert Säkularismus als Religion, weil er das Selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht Gott. And if we look at most of Europe today, we are living in a secular society. Und wenn wir uns heutzutage Europa anschauen, dann sehen wir, dass wir in einer säkularistischen Gesellschaft leben. We live in a fragmented and centerless world. Wir leben in einer zersplitterten Welt ohne einen Mittelpunkt. And individuals are kind of just left free floating to figure it out themselves. Und das Individuum ist so alleine und versucht so rauszufinden, wer jeder ist. And I think that when we think about that, each person is trying to create their own personal experience to define and determine who they are, to find their identity. Und ich glaube, dass jeder so seine eigenen Erfahrungen machen will, um so zu definieren, wer er ist und was für eine Identität jeder hat. And we're vulnerable to idols of self-worship. Und wir sind sehr verletzlich zu diesem Götzen oder zu eben, dass wir uns selber groß machen. And all kinds of oppression and depravity and addictions. Und wir sind verletzlich für alle möglichen Süchte oder ja, genau. I want to give you just a couple points of some core values to secularism. Und ich möchte so ein paar Grundwerte vom Säkularismus erklären. I hope that these lead to good conversations and talking about how do I even see this in the world around me or in my own life.
Und ich hoffe, dass es zu guten Gesprächen führt, wie wir unser eigenes Leben sehen und die Welt um uns herum. And you don't have to look very far to find the generation selfie. Bernice, now you can put that picture up. Und wir müssen nicht weit schauen, um diese Generation Selfie zu finden. Oh, I love it. Look at the kids right there. Just go to social media. Ja, schaut euch nur soziale Netzwerke an. And how much, yeah, there we've got, hey, Derek, you made it. Look at that. Yeah, and Elka too. All right. But you know, we can look and we are surrounded by images that people take of just themselves. Und wir müssen uns um uns herum schauen und wir sehen Bilder von Menschen, die sich selbst darstellen. Who could, Johanna, who could have thought of the selfie stick? Ich meine, wer hätte denn jemals an einen Selfie-Stick gedacht? You know, think about that 10 years ago. Vor vielleicht 10 Jahren. Yeah, I think it was invented in Heidelberg on the Alte Brücke, you know? Ich denke mal, es wurde wahrscheinlich auf der alten Brücke in Heidelberg erfunden. But the goal of life in this religion of secularism is really this project self, this self-determination. Aber ich glaube, so dieser Mittelpunkt vom Säkularismus ist diese Selbstbestimmung. And this is a never-ending process in our life. Und es ist ein Prozess in unserem Leben, der niemals aufhört. Where people are trying to find happiness and trying to find meaning and trying to discover, who am I? Und jeder versucht so herauszufinden, hey, wer bin ich, was hat überhaupt alles einen Sinn? And this is all through choosing preferences, myself, about life, about style, about food. Und jeder versucht so seinen Weg zu finden und so seinen eigenen Style zu finden. Geht es um Essen oder alles Mögliche. Or whether that's with gender and sexuality, work and family and all the structures that we create. Vielleicht mit Geschlecht, Sexualität, Arbeit, Familie, also die ganzen Strukturen, die wir uns so selber erschaffen. Continued exploration is the norm. Und wir versuchen so immer weiter selbst herauszufinden, wer wir selbst sind. Und das ist so die Norm. The second really core value would be that about truth being defined by the individual or finding your own truth. Und der zweite Punkt ist so, dass jeder versucht, seine eigene Wahrheit zu finden und zu definieren. And that also means defining my own morality. Und das bedeutet auch, dass ich meine eigene Moral definiere. Because there is no ultimate authority that sits over our lives or watches over our lives or leads our lives. Weil es keine letztendliche Autorität gibt, die über unserem Leben steht und die uns hilft, unser Leben zu führen. And that leads to that third core value really of tolerance or do no harm to anyone except everything. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, der Toleranz oder solange du keinem was Schlechtes tust. And then the fourth value is really just collecting experiences. Und das vierte ist vielleicht so einfach Erfahrungen versuchen zu sammeln. And it's experiential and transcendental. Und man versucht so Transzendenz zu erlangen dadurch, dass man ganz viele Erfahrungen sammelt. Maybe that's extreme sporting activities, Vielleicht ist es Extremsport or contact with nature or through music. oder durch Musik oder Natur. And then lastly, really the ultimate expression of self. Und so dieses letztliche, wie man sich selbst ausdrücken kann, Is this idea about sexuality and sexual freedom above all else. ist so diese Idee von sexueller Freiheit, ganz egal, und es steht über allem. If I can define my gender and I can determine my own sexuality, then I am God who makes them male and female. Wenn ich bestimmen kann, welches Geschlecht ich habe, wie meine Sexualität orientiert ist, dann stelle ich mich über alles und sage, dass ich Gott bin, der das festlegen kann. And what happens in many of these areas, you could even think about, well, there's some positive aspects in some of these areas. Und man könnte die so anschauen und sagen, hey, da gibt es doch auch ein paar positive Aspekte in diesen Bereichen. But if you pursue them with self at the center, it leads to moral corruption and false worship. Aber wenn ich diese ganzen Bereiche anschaue und dann in jedem Bereich mich selbst in den Mittelpunkt stellt, das tut mich sozusagen in diese moralische Korruption führen. And I believe that as we go on this journey through the book of Judges over the next several weeks, Und ich glaube, wenn wir uns die nächsten Wochen das Buch Richter anschauen, God is going to speak to our hearts dann wird Gott zu unseren Herzen sprechen. and begin to put his finger on areas where we may be more influenced by these values
than biblical values. Und ich denke, dass er uns persönlich zeigen kann, in welchen Bereichen wir diese Werte als höher schätzen als die Werte, die wir von ihm bekommen haben. The book of Judges is not a story for us to find out about how we can be good heroes. Und das Buch Richter ist keine Geschichte, die uns beibringen soll, wie wir große Helden sein können. I really believe above all else, it's there to serve us as a reminder Ich glaube, dass über allem anderen es uns als Erinnerung dienen soll, that God asked his people to obey his commands, dass Gott sein Volk gesagt hat, dass sie seine Gebote halten sollen. and when they refuse to do that, this is the result. This is what happens. Aber als sie das nicht getan haben, ist das, was passiert ist. But it also serves to remind us that God uses broken and messed up people. Aber es soll uns auch erinnern, dass Gott genau diese Menschen benutzt, die eben zerbrochen sind und Schwächen haben. He comes with his grace and he comes by the power of his spirit and he can renew and change. Und er kommt mit Gnade und er kommt mit der Kraft seines Geistes und er kann erneuern und verändern. If you, as we each of us on our journey find ourselves taking a wrong turn, Und wenn wir uns auf unserem Weg befinden und wir merken, hey, wir haben da eine falsche Abbiegung gemacht, the Holy Spirit comes and says, please make a U-turn. dann kommt Please. der Heilige Geist und sagt, bitte kehre wieder um. And when I think about this world in which we live, Und wenn ich an die Welt denke, in der wir heute leben, when we think about the millions and millions of people around us who live more according to those values I listed out than according to the Bible, und wenn ich an die Millionen von Menschen denke, die sich eher an diesen Werten orientieren und nicht an dem, was uns die Bibel sagt, I think about a story that Jesus told us. dann denke ich an eine Geschichte, die Jesus uns erzählt hat. He said that the good shepherd had 99 sheep. He had collected them and they were safe in the pen. Und er sagt uns, dass der gute Hirte 99 Schafe hatte, die sicher im Stall waren. And that there was one out there who was lost. Und es gab eins da draußen, was verloren war. And that good shepherd was willing to leave those 99 to go find the one. Und dann hat diese 99 verlassen, um das eine zu finden, was verloren war. But the statistics tell us that less than 2% of all Europeans have a born-again relationship with Jesus Christ and believe in a personal God. Aber wir sehen, wenn wir Statistiken anschauen, dass weniger als 2% in Deutschland wirklich daran glauben, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. I think we have a story that's in the inverse. Und wir haben hier eine Geschichte, die sozusagen umgedreht wurde. There's one safe in the pen and there are 99 out there who are lost. Es gibt ein Schaf, das sozusagen sicher im Stall ist und 99, die verloren sind. And God is looking today, just as he was looking back then, for a people. Und Gott sehnt sich, so wie früher schon, nach einem Volk, A people who will believe him and trust him die ihm glauben würden, die ihm vertrauen würden and who are willing to be a light to the nations. und die willig sind, ein Licht für die anderen Völker zu sein. And who will live a holy life not because they are afraid of God's judgment, Und die ein heiliges Leben führen, nicht weil sie Angst vor seinem Gericht haben, but they live a holy life because they know that that's the fire that gives light to others. aber sie leben ein heiliges Leben, weil sie wissen, dass das Feuer ist, was anderen Licht bringt. You know, at the end of this book, in Judges 17:6 and in chapter 21, verse 25, we find an interesting verse. Und wenn wir uns das Ende von Buch Richter anschauen, in Richter 17, Vers 6 und Richter 21, Vers 25, I'm going to close our service with this thought. da finden wir einen interessanten Vers und ich möchte mit dem abschließen. It says, in those days, Israel had no king, Das heißt, in dieser Zeit hatte Israel keinen König. and each one did what they thought was right in their own eyes. Und jeder tat das, was er selber für richtig hielt. If that doesn't describe our secular society today, I don't know what does. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut die Gesellschaft, in der wir heute leben. And I believe we can ask ourselves this question: Und ich glaube, wir können uns selber fragen, where in my own life am I struggling to put God on the throne? ich kann mich fragen, hey, wo in meinem eigenen Leben habe ich Probleme damit, Gott auf den Thron zu setzen?
And instead, it's myself who's ruling there. Und wo habe ich mich selbst auf den Thron gesetzt und wo herrsche ich selber? What is happening in my life where it's what's best or what I think is what's good for me or right for me instead of just trusting what God asks of me? Und wo stelle ich das, wo ich denke, dass es für mich selber besser ist, über das, was Gott sagt, was richtig für mich ist? Is God saying to you today, make a U-turn? Vielleicht sagt ja Gott zu dir heute, hey, bitte wenden. Is he saying go right or go to the left? Vielleicht sagt er, geh nach links, geh nach rechts. Maybe he's encouraging you and saying you're on the right road. Keep going straight right there. Und vielleicht will er dich auch ermutigen und sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg und bleib dort. He knows where you're at even when you are unsure. Er weiß, wo du stehst, selbst wenn du dir selber nicht sicher bist. And it's okay to come to him with your doubts and your confusion. Und es ist auch okay, zu ihm zu kommen mit deinen Zweifeln und mit deiner Verwirrung. He's bigger than Google. Und er ist größer als Google. And he's got the best maps and the best GPS navigation system in the world. Und er hat das beste Navigationssystem auf der Welt. And he knows where your life is going and how to get you there. Und er weiß, wohin dein Leben geht und wie er dich dorthin bringen